Hallo und herzlich willkommen bei Gartenzeile. In diesem Video zeigen wir euch, wie ihr euer abgesacktes Hochbeet richtig nachfüllt, um auch in diesem Jahr eine ordentliche Ernte einzufahren. Viel Spaß! In unserem letzten Video haben wir euch gezeigt, wie ihr ein neues Hochbeet richtig befüllt. Das Video haben wir euch noch einmal in der Infobox verlinkt. Wie ihr hoffentlich gesehen habt, haben wir sehr viel organisches Material in das Hochbeet gegeben, das über die Jahre hinweg immer wieder verrottet. Es ist nichts Ungewöhnliches, dass ein Hochbeet im Laufe des Jahres 20 bis 30 cm absackt. Da ihr euch ja sicher nicht immer zu den Pflanzen runterbücken wollt und die Pflanzen unten auch zu wenig Licht bekommt, empfiehlt sich also, das Hochbeet immer wieder aufzufüllen. Doch wie geht das richtig? Unser altes Hochbeet hat nun bereits 2 Saisons mitgemacht. Im letzten Frühling haben wir hier lediglich etwas Kompost und Hochbeeterde nachgefüllt. Dort war es noch nicht so extrem abgerutscht. Über den diesjährigen Winter hat es jedoch nochmal ordentlichen Rutsch gemacht, so dass wir nun handeln müssen. Optimalerweise füllt man das Hochbeet bereits im späten Herbst auf. Nach der ersten Saison reicht es völlig aus, mit ein wenig Feinkompost und Pflanzenerde nachzufüllen. Wenn ihr das Hochbeet zu Anfang richtig befüllt habt, sind es auch noch nach 2 Jahren genügend Nährstoffe vorhanden, so dass es theoretisch auch ausreichen würde, lediglich feinen Kompost und Pflanzenerde nachzufüllen. Da wir aber ohnehin etwas Grassode abgestochen haben und Rasenschnitt auch noch da ist, haben wir uns dazu entschlossen, dies mit ins Hochbeet zu geben. Schnittlauch, Minze und Petersilie haben es über den Winter geschafft. Diese graben wir zunächst heraus. In diesem Jahr werden die keinen Platz im Hochbeet haben. Übrigens war es wohl ein Fehler, im letzten Spätsommer nach der Ernte noch ein Minze mit ins Hochbeet zu setzen. Sie hat sich ziemlich breit gemacht. Dann schieben wir zunächst die oberste Schicht von etwa 10 bis 15 cm auf die Seite und füllen die Grassode umgedreht und etwas Rasenschnitt in das Hochbeet. Habt ihr noch Stallmist oder eigenen groben Kompost, gebt es gerne ebenso darüber. Anschließend geben wir die Erde wieder darüber und machen das gleiche Spiel auf der anderen Seite mit dem Hochbeet. Ist das erledigt, geben wir feinen Kompost aus dem Baumarkt darüber und zum Schluss noch etwas von der Compo Hochbeeterde, in der wir dann die Aussaat vornehmen werden. Es empfiehlt sich, das Ganze nun ordentlich anzugießen. Fertig. Nun können wir mit der Anpflanzung und Aussaat loslegen. In diesem Jahr wollen wir die doppelte Menge Kohlrabi anbauen und haben uns nun deshalb Pflanzen aus dem Gartencenter gekauft. Nach der Ernte säen wir dann eine zweite Runde. Zudem gibt es in diesem Jahr Möhren, Radieschen, Basilikum, Feldsalat und Blattsalat. All das haben wir nun Anfang April direkt ausgesät und mit kleinen Holzschildern beschriftet. Was ihr bei der Bepflanzung beachten solltet und was auf keinen Fall zusammen ins Hochbeet sollte, erfahrt ihr im nächsten Video. Der Link ist in der Videobeschreibung. Dort findet ihr auch Links zu den verwendeten Hochbeeterde und unserem diesjährigen Saatgut. Wir hoffen, euch hat dieses kleine Video gefallen. Wenn ja, dann lasst uns doch gerne ein Abo da, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen. Falls du ja ein Freund des schriftlichen Wortes bist und dich für das Thema Garten interessierst, schau gerne auch auf unserem Gartenmagazin unter gartenzeile.de vorbei. Bis zum nächsten Mal.